und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute wollen wir mal etwas improvisieren, frei verzieren bei einem ganz einfachen Liedchen. Und trotz der Einfachheit dieses Liedchens ist dieses Video nicht nur für Anfänger auf der Blockflöte geeignet, sondern auch für diejenigen unter euch, die schon fortgeschritten sind und vielleicht ganze Barocksonaten spielen. Denn diese Art, Verzierungen hinzuzufügen, die wir uns sozusagen frei ausdenken, die könnt ihr, was die Techniken und die Ideen angeht, ohne weiteres auch auf barocke Stücke übertragen. Ich zeige euch heute 10 Möglichkeiten, wie ihr das einfache Liedchen "Froh zu sein bedarf es wenig" mit schönen Verzierungen versehen könnt. Einige von euch kennen bestimmt diesen schönen fröhlichen Kanon: Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König. So, jetzt zeige ich euch 10 Möglichkeiten, wie ihr dieses Lied schön verzieren könnt. Wir fangen an mit der ersten Möglichkeit, nämlich die Terzen aufzufüllen. Was ist überhaupt eine Terz? Das Wort Terz hat zu tun mit der Zahl 3 und bedeutet einen Tonabstand von 3 Tönen, wobei man den ersten Ton und den letzten Ton immer mitzählen muss. Also wenn wir mal bei unserem Liedchen "Froh zu sein" in den zweiten Takt schauen, da beginnt das zum Beispiel mit einer Terz, mit einem Terzsprung. Wir haben hier ein E, das ist der erste Ton, dazwischen käme ein F, das aber nicht dasteht, das wäre der zweite Ton, und der dritte Ton wäre das G, das steht da. Also dieser Abstand von dem E zu dem G, das nennt man eine Terz. Und dann kommt gleich die nächste Terz vom F zum A. Denn hier wäre es wieder F, wäre der erste, G steht nicht da, wäre der zweite, A ist der dritte. Und dann seht ihr gleich, im dritten Takt haben wir auch zweimal eine Terz, von dem G zum B, wohlgemerkt, das ist ein B, weil wir ein Vorzeichen haben, und vom A zum C. Und dann ist es sogar im letzten Takt nochmal der Fall, nämlich vom C zum E. Genau genommen haben wir auch im ersten Takt schon eine Terz, die geht von A zu F, also jetzt mal nach unten. Aber um das jetzt nicht zu kompliziert zu machen, wollen wir jetzt mal alle aufsteigenden Terzen mit Verzierungen versehen. Und da ist die einfachste Art, diese Terz aufzufüllen mit dem jeweils fehlenden Ton. Das heißt, bei der ersten Terz vom E zum G, da fehlt ja das F, da bauen wir einfach das F mit ein. Und entsprechend bei allen anderen Terzen auch den jeweils fehlenden Ton. Vom Zungenstoß her müsst ihr das so machen, dass ihr die Töne, die ursprünglich dastehen, immer mit der Zunge anstoßt und die anderen anbindet. Also das F, das wir bei der ersten Terz hinzufügen, das bekäme kein Dü, aber der erste Ton schon und der letzte auch. Zweite Möglichkeit, um in diesem Lied mal Verzierungen anzubringen, wäre, die punktierte Note am Anfang zu umspielen. Wir haben hier zu Anfang eine punktierte Viertelnote und wie ihr vielleicht wisst, passen da 3 Achtelnoten rein. Das heißt, wir können diese punktierte Viertelnoten in 3 Noten aufteilen und dann umspielen wir dieses C mal ein bisschen, indem wir vom C nach oben ausweichen zum D und wieder zurück, macht 3 Töne, C, D, C, und schon haben wir die punktierte Note umspielt.
Als dritte Möglichkeit, um schöne Verzierungen reinzubringen, kommen wir jetzt nochmal zurück zu unseren aufsteigenden Terzen. Da können wir diese Auffüllung nämlich auch noch ein bisschen anders machen, indem wir einen Schleifer spielen. Das heißt, der erste Ton, der da steht, der wird doppelt gespielt und dann beeile ich mich ein bisschen, um die restlichen Töne hinterher zu spielen. Oder ich spiele den ersten Ton nicht doppelt, aber spiele den Rhythmus punktiert. Die vierte Möglichkeit, um hier was zu verzieren, dreht sich wieder um diese Terzsprünge, wobei man sagen muss, das Lied besteht ja fast nur aus diesen Terzsprüngen. Und jetzt werden wir mal Folgendes machen, nämlich aus der Terz einen ganzen Dreiklang machen. Bei der ersten Terz befinde ich mich in C-Dur, das heißt, ich kann da ein C reinbringen, das steht nicht da, das kann ich aber machen. Ein E steht da und ein G. Der C-Dur-Dreiklang hat ja C, E und G. Und diese Töne des C-Dur-Dreiklangs kann ich dann unten spielen oder auch nach oben gehen. Die nächste aufsteigende Terz befindet sich in F-Dur. Da kann ich F, A und C reinbringen. Bei der nächsten aufsteigenden Terz passen das C, das E, das G und das B hinein. Und danach habe ich wieder ein F-Dur und danach wieder ein C-Dur und dann klingt das Ganze so. Fünfte Möglichkeit zu verzieren wäre, dass wir die Terzen umspielen. Das heißt, dass wir sie jetzt nicht innen drin auffüllen zwischen diesen beiden Tönen, sondern dass wir zum Beispiel vom ersten Ton der Terz nach unten ausweichen und wieder zu dem Ton zurück. Und jetzt kommt die sechste Idee, die ich für euch habe, und die ist komplett anders, dass ich nämlich mal ein paar Oktaven einbaue. Dass ich also ein und denselben Ton einfach mal reinbringe, eine Oktave höher gespielt. Das ist ein Kniff, der häufig von Blockflötisten in Barocksonaten auch angewendet wird. Wenn ihr denkt, der verziert aber sehr interessant, das geht ja ganz in die Höhe oder ganz in die Tiefe, obwohl da was ganz anderes steht, dann müsst ihr mal hinhören, ob es sich da vielleicht einfach um Oktavsprünge handelt. Und dann die Möglichkeit Nummer 7, die man auch sehr oft hört und wo ihr euch einfach mal trauen müsst, ist, dass ihr eine ganze Notenreihe, eine ganze Latte von Noten zu einer Note hinspielt oder von einer Note wegspielt. Und da könnt ihr ruhig weit ausholen. Das heißt, tiefer als beispielsweise bei der aufsteigenden Terz der erste Ton oder von viel weiter oben angefangen als der Ton, der da steht.
Möglichkeit Nummer 8 ist mal was ganz anderes, nämlich ich spiele Praller auf manchen Tönen. Ein Praller ist einfach nur ein ganz kurzer Triller. Dann kommen wir schon zur Option Nummer 9. So ähnlich, nämlich ein Mordent spielen. Das Wort klingt furchtbar kompliziert. Das heißt einfach nur, dass ich von der Note, die da steht, einmal kurz nach unten ausweiche und wieder zurück. Und da bekommt nur der allererste Ton einen Zungenstoß. Und das passt geschmacklich gut, wenn eure Melodie von unten herkommt. Und das können wir hier super anwenden. Wir haben ja diese aufsteigenden Terzen und da können wir dann jeweils bei dem zweiten Ton einen Mordent reinbringen. So, und dann sind wir auch schon bei Möglichkeit Nummer 10 für heute und die ist einfach die Kombination aus Prallern und Mordent. Und aus all diesen Möglichkeiten könnt ihr natürlich auch lauter Kombinationen basteln. Und ich empfehle euch, das Ganze ganz oft auswendig zu versuchen, damit ihr gezwungen seid, nachzudenken, welcher Ton kommt nach welchem und was mache ich hier eigentlich. Natürlich ist es in dem Fall ganz angenehm, das in den Noten zu gucken. Vielleicht macht ihr auch eine Kombination aus beiden, dass ihr es mal mit den Noten probiert und mal ohne. Aber wenn ihr wirklich frei verzieren lernen wollt, ist auch das auswendig Verzieren ganz wichtig, dass ihr schon wisst, was Sache ist, also welche Töne vorkommen, aber dass die in eurer Vorstellung sind, in euren Fingern sind und nicht nur mit den Augen von den Noten geguckt werden sozusagen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß hiermit und es klappt so ein bisschen bei euch. Falls ihr noch viel weitere tiefgehendere Anregungen für freie Verzierungen braucht, die findet ihr in meinem Video-Online-Kurs Blockflöte Next Level. Da sind ganz viele Beispiele für freie Verzierungen, vor allem in Barockmusik drin, aber die könnt ihr auf alles Mögliche anwenden. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr hiermit zurechtkommt, ob euch das Spaß macht, ob ihr noch andere Lieder oder Stücke habt, die ihr mal gern verzieren wollt und nicht so richtig wisst, wie ihr das machen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und natürlich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hier sehen auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!